Wir dürfen wieder auf Deutschlands Straßen fahren. Da würden wir am liebsten direkt Groot wieder mit aufs Schiff packen und mit den beiden rübergehen. Vielleicht machen wir es auch einfach. Richtig, richtig lieb. Wir dürfen jetzt bei der Lagerhalle von dem Weingut übernachten. Diese Morgenroutine habe ich vermisst. Perfektes Timing. Das sieht so schön aus. Und wir haben Besuch zum Frühstück. Bisschen cruisen, bisschen gucken, bisschen Wein. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wie man unschwer erkennen kann, wir sind zu Hause. Wir sind wieder in unserem Van. Was ein absolut wunderschöner Morgen es hier ist. Kann gar nicht fassen, was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Es ist zwar ordentlich windig und heute Nacht war es auch kalt, so um die 3-4 Grad und heute Morgen so um die 10 Grad. Aber so langsam kommt die Sonne raus und wärmt uns auf. Wir sind hier mitten in den Weinbergen der südlichen Weinstraße in der Pfalz. Wir haben heute noch ein bisschen was vor, aber jetzt genießen wir erstmal den allerersten Morgen wieder zurück in unserem Zuhause, zurück im Van.
Sonne habe ich wohl zu optimistisch etwas zu früh angekündigt. Ganz schön windig und kalt doch geworden. Der Berg hier hoch hat uns jetzt aber ein bisschen wieder aufgewärmt. Und jetzt gibt es erstmal ein kleines Frühstück. Und wie sollte es anders sein? Kaffee und Chai. Baby. Home sweet home. Wir sind aber nicht alleine unterwegs. Wir haben Freunde zu Besuch aus Belgien. Die sind gerade auch hier in Deutschland unterwegs. Anne und Yves. Die beiden waren mit ihrem Van, während wir in Südamerika waren, sind die mit ihrem Van bis nach Nepal und Indien gefahren. Absolut auch eine verrückte Reise. Anders kann ich es nicht sagen. Und ja, wir hatten uns so einiges zu erzählen, haben uns gestern Abend schon getroffen und heute verbringen wir jetzt den Tag noch zusammen. You saw the blossoms? Not yet. A little bit. One or two. One or Yeah, two. it's the beginning. It's the Yeah. beginning. You saw wine? Yeah, not really. In its early stage. No wine tasting yet. Yeah, we do that later together. Yeah. That's our friendship, van life friendship book. Bible. The It's a Bible. Bible. The Holy Grail. The real It's Bible. a And Bible. you're not in it. Manufactured, made in Italy. No. Yeah. What an honor. The Bible. That's Ah! Yeah, you're in it, but you can write on a Oh, yeah. different page. Diese Morgenroutine habe ich vermisst. Und irgendwie sind die Decken größer geworden. Wer kann nur unter so einer riesen Decke schlafen? Es wird doch noch jemand drunter liegen. Ich habe uns ein bisschen Overnight Oats gemacht und wir haben Besuch zum Frühstück. Die beiden haben zwar schon gefrühstückt und Kaffee ist leer, aber mit uns ist immer eine langsamere Chose. Wir sind immer ein bisschen später dran. Moin. Yeah, small cinnamon in there. I think. I think it's some kind of spring. Smell some cinnamon. Springeman. Springeman. blossom. Some Look at sweet. on the other side. There's It's on it. There's a What tag is on it there? on the other side. Are you already really want to have lunch? It's already 10 minutes It's- past Yeah, you're right. You're right. We could ask ChatGPT. ChatGPT. Tell me That's the best winery in. Tell me the best and cheapest one. Yeah. Richtig schön, dass wir jetzt zufällig alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können und uns treffen können. Anne und Yves das waren die ersten Menschen, die wir quasi im Van getroffen haben. Die haben wir in Spanien kennengelernt, 2021, glaube ich. Ja. Und ja, seitdem sind wir sehr gute Freunde geworden, auch wenn wir immer an unterschiedlichen Enden der Welt rumreisen. Für die beiden geht es im Mai auch nach Kanada.
worauf wir sehr, sehr neidisch sind. Da würden wir am liebsten direkt Groot wieder mit aufs Schiff packen und mit den beiden rübergehen. Und ja, vielleicht machen wir es auch einfach. Nein. So, Peppi ist jetzt auch versorgt. Bis man hier losgefahren ist und an alles gedacht hat, alles wegzuräumen, alles einzuräumen, alles zu verstauen. Schon wieder ganz vergessen. Ach so, wir haben noch gar nichts zu Groot gesagt. Wir dürfen wieder auf Deutschlands Straßen fahren. Wir haben wieder einen neuen TÜV bekommen. Das hat mehr oder weniger gut geklappt. Eigentlich hat es ganz gut geklappt. Es müssen trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, die jetzt nicht TÜV-relevant waren, wo wir gesagt haben, das machen wir dann einfach selber. Aber er ist wieder komplett verkehrstauglich. Es hat uns so 1500 € gekostet. Und wir sind mega happy, dass das alles erledigt ist. Und was hat es gekostet? Unseren Geld? Habe ich doch gerade gesagt, 1500 € hat uns das gekostet. Was wir jetzt noch machen müssen, ist so zum Beispiel nochmal ein Ölwechsel, das haben die jetzt noch nicht mitgemacht. Und vorne unser Scheinwerfer, der wurde zwar poliert, aber das ist immer noch extrem milchig. Da tauschen wir jetzt auch nochmal den Scheinwerfer aus, damit es auch wieder alles... Es geht los, we are ready. We are ready in one sec. We just make one little video, okay? One take. Wie ihr hört, Take your time. es geht los. Wir sind bereit mit Groot auf Deutschlands Straßen. Ihr könnt uns also unterwegs auf der Straße sehen, wenn ihr irgendwo rumfahrt, wo wir auch fahren. Weingut. Dem Straßenverlauf von B271 noch 2 Kilometer folgen. Haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir sind? Ja, ich glaube schon, aber... Wir sind in der Pfalz, in unserem schönen Nachbarbundesland. Und wir folgen der südlichen Weinstraße. Wir sind in Herxheim am Berg gestartet und fahren jetzt über Bad Dürkheim entlang südlich der südlichen Weinstraße, denn hier ist die Mandelblüte. Hier gibt es nicht nur Wein, sondern auch sehr, sehr viele Mandelbäume und zwischen März und April stehen die in der Blüte, sprich hier sind überall rosane Bäume und es sieht richtig schön aus. Und ja, wenn dann nebenbei noch ein kleines Wine-Tasting, eine Weinprobe rausspringt, hätten wir natürlich nichts dagegen.
Wir sind jetzt auf der Straße zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim an der Weinstraße und wow, ist es schön! Krass! Wie kann es nur 1-2 Stunden von meiner Heimat entfernt sein und ich habe das einfach noch nie gesehen? Ich glaube, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich seid, wer kennt denn von euch genau seine Heimat und was vor seiner Haustür ist? Lasst mich mal nicht ganz so schlecht fühlen in den Kommentaren. Bedtime. Man findet hier auf dem Boden immer mal noch so ein paar Schalen von der letzten Saison. Aber you think we can eat it? Yeah, sure. Still alive. Very bitter, no? But the aftertaste is a bit marzipan-like. Try it. Am Anfang sehr bitter, immer noch sehr bitter. Und dann kommt so ein Marzipangeruch. Geschmack. Roasted are better. Hier ist so viel los dieses Wochenende. Das ist echt der Wahnsinn. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn auch noch Königswetter hier ist. Weil seit langem haben wir mal wieder nicht so ein gutes Wetterglück. In Hamburg und bei Svennys Ausflug im Schwarzwald hatten wir echt richtig Glück mit dem Wetter. Heute nicht so. Ist okay. Aber immerhin regnet es nicht. Das ist schon mal gut. Macht einen entspannten Tag. Ja, wird entspannt. Bisschen cruisen, bisschen gucken, bisschen Wein.
eine wirklich wahnsinnig schöne Straße, die Weinstraße. Sehr eng, aber richtig schön. Aber wenn hier so ein Bus entgegenkommt oder ein anderes Womo, muss man schon eine gute Ecke finden, wo man ausweichen kann. Knappes Höschen. Ist schon ein knappes Höschen, ja. Die Sonne ist rausgekommen, was ein absoluter Traum. Wir bewegen uns die ganze Zeit immer so an der Schneide zwischen den dunklen Regenwolken und der Sonne, die mit uns kommt. Schön, dass wir sie mitnehmen konnten. Und hier steigen wir jetzt nochmal aus, weil hier haben wir nochmal eine richtige Mandelblütenallee entdeckt. Perfektes Timing, das sieht so schön aus. Sonne ist draußen. Herrlich. Okay, now finally zu einer Winery. Das hat sich sogar gereimt. Ha! Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Schräger. The one on top are cheap. Yeah, And not they're- wine. Anne und Yves testen den Wein. Wir trinken ihn, die Pfälzer Art, im Shoppen. Nicht der große Shoppen. Klein ist er trotzdem nicht. Klein ist er trotzdem nicht. Cheers. Ich gehe nicht auf die Straße. Da habe ich doch glatt meine Tasche vergessen. Und wie schön die Tasche ist. Was ist denn das für eine Tasche, Svenja? Die Tasche ist von Jesse und Roberto. Und diese schöne Tasche könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt. Also nicht unsere, die behalten wir. Ja, die Tasche, die gibt es bei Jesse und Roberto im Online-Shop unter tptravelers.com/shop.
Und so klingt das nur nach einem Glas Wein. So haben wir die beiden, die noch auf der Panamericana unterwegs sind, immer im Herzen. Ich glaube, wir müssen los. Aber was, wenn ich schließe das Auto einfach nicht auf? Der Schlüssel ist hier noch drin. Wo drin denn? In der Tasche. Von? Den Chibi Travelers. Das ist die beste Werbung, die wir je gemacht haben. Unbezahlt. Herzensempfehlung. Geschenk. Freundschaftswerbung. Wo ist denn der Schlüssel? Weiß ich Ist nicht. der wirklich da drin? Ich glaube, der ist in deiner Jackentasche. Und deine? Nee, in deiner. Hä? Oh ja. Oh Gott, wie unangenehm. Chirpy Travelers, jetzt im Online-Shop. Den Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Also, wir sind im nächsten Ort angekommen und wir haben telefonisch eine Winzerei erreicht, wo Bastis Familie schon wirklich seit Jahrzehnten, muss man sagen, Wein bestellt in den Norden von Deutschland. Und ich glaube, noch niemand war hier, oder? Nee. Und wir haben jetzt einfach mal angerufen und haben gefragt, ob wir vorbeikommen dürfen, weil es gab auch keine Öffnungszeiten. Und die nette Dame am Telefon meinte so, ja klar, wir sollen vorbeikommen. Und dann zeigt sie uns mal rum und wir können vielleicht den einen oder anderen Wein probieren. Aber eigentlich ist es zu. Aber eigentlich ist es zu. Also voll nett und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Mal gucken, wo wir da ankommen. Das Tor ist schon offen. Ich glaube, da dürfen wir reinfahren. Echt? Hat sie gesagt? Ja, ein Van passt rein und ein vor der Straße. Ja. Allein war ein gut, nochmal hört ihr meinen Mann dazu und unsere Tochter. Mit den schönen Katzen, ne? Die war. Sehr schönes Wein. Grund zu kommen. Ja. Meine favorite Zahl ist Deutschland. Was haben wir offen? Wir haben offen grünen Silvaner, alte Rebe. Der hat Jubiläum. Der Weinberg ist 50 Jahre alt. Das ist unser ältester Weinberg. Das steht auch hier in der Weinberg. Was steht da? Ja, dann probieren wir doch mal die alte Rebe. Ja. Alte. Die alte Rebe. Ja, ist der Wein. Ganz klein. Schönes Apfelwein. Danke, dass ihr kommt. Ja. Wir haben sie kennengelernt in Spanien. Ah. 3 Jahre weiter. The first thing we did was Ja, wir haben uns bei der Papa gesehen. Ja, das war kein Spaß. Ja, das ist ja ein Heimfahren in Deutschland. Warum auch immer. Und wenn man das pur trinken würde, da brauchst du eben nur Schorle. Wir können auch sogar einen Handel mit den Handel. Da ist unser Schorle. Wieso darf man noch Ja, gerne. Ciao. Richtig, richtig lieb. Wir dürfen jetzt bei der Lagerhalle von dem Weingut übernachten. Hier direkt davor, auf der anderen Seite die Weinberge. Ja, perfekt. Und es waren nur 2 Minuten von dem Weinkeller im Ort entfernt. Und genau, wir dürfen jetzt hier stehen, bleiben jetzt hier die Nacht, machen uns jetzt noch was Leckeres zum Essen, haben noch einen Wein mitbekommen und auch noch 1, 2 Fläschchen gekauft. Und ja, haben jetzt Pasta mit Pesto und leckerem Wein. My bedroom. Tissue there under my phone. Tissue to the rescue.
Mit dem Glas. Cheers. 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 Again. It was a really Oh. nice day. Yes, God. That's so good. It's really good. Guten Morgen. Wir haben richtig gut geschlafen hier auf dem Kunstbäcker Weingut. Wir durften hier in der Lagerhalle übernachten, inmitten von oder umgeben von den Weinbergen. Richtig schön. Richtig schön. Habe auch mit Peps schon einen schönen Spaziergang heute Morgen gemacht. Jetzt trinken wir gerade noch unseren Kaffee aus und dann packen wir auch schon zusammen, damit wir nicht mehr hier im Weg rumstehen. Also dafür packen wir zusammen. Ich dachte, du meinst schon für Island. Ja, dafür packen wir auch zusammen. Fahren wieder Richtung meiner Heimat, denn wir müssen packen, denn es geht schon bald nach Island. Das ist echt verrückt. Irgendwie geht gerade alles so Schlag auf Schlag, dass unser Körper und unser Kopf auch überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Aber trotzdem, es war so schön, wieder mit dem Van unterwegs zu sein. Auch wenn es jetzt nur ein ganz kurzer Trip war. Wir haben das wieder voll genossen. Es ist einfach immer noch schön in unserem rollenden Zuhause. ja, das stimmt schon. Wir haben es ein bisschen sauber gemacht. Es braucht auf jeden Fall Ja. noch ein Deep Clean und es muss einiges auf Vordermann gebracht werden in unserem Van. Ja. Und ja, aber wie Basti schon gesagt hat, also ich habe es auch mega genossen. Es war auch schön, dass wir direkt mit Vanlife-Freunden unterwegs sein konnten, die den gleichen Lebensstil so ein bisschen haben. Und Ja, voll. ja, es war ein gelungener erster Ausflug mit unserem Van in Deutschland. Ja. Manchmal war es auch irgendwie ein komisches Gefühl, weil zuletzt waren wir damit einfach in Südamerika unterwegs, was immer noch nicht so richtig in unsere Köpfe, glaube ich, reingeht. Ja, das Und stimmt. jetzt sind wir damit wieder hier und ja, Ja, es ist passiert gerade so viel bei uns und auch so schnell und wir kriegen das alles selber gar nicht so richtig verarbeitet. Deswegen haben wir vor ein paar Tagen ja auch schon mal auf Instagram nochmal nach Fragen gefragt, ob ihr noch irgendwas von uns wissen wollt. Und es kam wirklich einiges an Fragen rein. Und wir hatten halt die Idee, dass wir mal wieder ein Q&A machen. ja, Ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, weil bei uns einfach so viel passiert und wir uns so schwer tun, das in eine Reihenfolge zu bringen. Deswegen dachten wir fragen euch einfach mal, wir sortieren das ein bisschen und dann kriegt ihr nächste Woche, schon alle Antworten auf all eure Fragen, hoffentlich. Da macht er aber große Versprechung, weil vielleicht haben wir auf manche Fragen ja auch noch gar keine Antworten. Naja, für aber uns dann selber. kriegt ihr die Antwort, dass wir es selber noch nicht wissen. Wir werden schonungslos alles beantworten. Ja, das das können wir stimmt. auf jeden Fall versprechen. Wir werden da nicht um den heißen Brei reden, sondern das, was wir schon wissen, das bekommt ihr dann auch mit. Ja. Trotzdem würden wir euch empfehlen, auch Instagram nochmal zu abonnieren bei uns, denn wir sind ja, wie schon gesagt, in Island und wenn wir da irgendwie Connection haben, werden wir wahrscheinlich auf Instagram auf jeden Fall alles erstmal posten und die Videos dazu kommen dann danach. Aber wenn ihr live dabei sein wollt, dann wird das erstmal auf Instagram passieren. Korrekt. Oder natürlich auf unserem Patreon-Kanal. Ja, da sowieso. Die sowieso als allererstes. Ja. Okay, wir beenden das Video jetzt für diese Was für ein Woche. langes Outro. Mega Wahnsinn. lange. Sorry, Leute. Das Emoji der Woche ist eine Weintraube, würde ich sagen. Oh, das ist gut. Oder eine Blüte. Es gibt tatsächlich eine Emoji-Blüte, die genauso aussieht wie die Mandelblüte hier in der Pfalz. Mal gucken, ob ihr sie findet. Ja, und ja, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe letztens mal wieder die Statistiken angeguckt und 40% unserer Zuschauer haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Wirklich. Könnt ihr das glauben? Guckt ihr einfach schwarz unseren YouTube-Kanal hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ja, abonniert unseren Kanal und liked das Video fleißig. Und was wir letzte Woche tatsächlich vergessen haben, das Support-Herz nicht vergessen in den Kommentaren. Wir haben das Emoji und das Support-Herz vergessen. Ja, es sind aber auch viele Aufträge für unsere Follower in letzter Zeit. Ja, das ist ein Geben und Nehmen hier. Ja, Das ist hier nicht eine Einbahnstraße. wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Danke. Ende.